Willkommen zurück bei Sportsman Target. Heute gibt es ein Fazitvideo und zwar geht es heute um diesen Bad Boy hier. Was es alles kann und vor allem worauf ich das überall getestet habe, das erfährst du nach dem Intro. Vorab eine kleine allgemeine Information. Steamboat ist in einer Unternehmensgruppe. In dieser Unternehmensgruppe ist auch Zero Compromise Optics, die sehr stark im Game sind, was Long Range Visiere und solche Sachen angeht. Die haben sich entschlossen, eine Zusammenarbeit mit Steamboat zu machen und dann kam dieses Teil raus. Das ist das SB 1x20. Die 1 steht für den Zoom und die 20 für die Fenstergröße. Allgemein, dieses Teil wird ausgeliefert mit einem Picatinny Adapter. Original ist es ein Acro P2 Footprint, wenn man das direkt auf das passende Teil montieren möchte. Das mal so zum Allgemeinen. Dann haben wir hier ein geschlossenes System, was ich persönlich sehr gut finde. Dadurch ist es ganz einfach absolut nicht empfindlich gegen Dreck oder Wasser oder sonstige Sachen, weil ganz einfach in der Front vorne ist eine Scheibe. Die Scheibe schützt die Linse natürlich, also muss man nur vorne abwaschen und der Dreck landet nicht direkt auf der Linse, und wenn man dann das eventuell abwascht und eventuelle Kratzer reinreiben könnte. Dann hat es hinten natürlich noch eine Scheibe, ganz einfach, die Scheibe schützt den Projektor, wo da unten drin ist. Bei offenen Visiere sieht man das auch, oder bei offenen Red Dots. Dieser sorgt dafür, dass er den Punkt sauber an die Linse projiziert und ist durch die Scheibe halt ganz einfach geschützt. Dann haben wir hier an und aus, aus und an, Minus für aus und an ist Plus. Natürlich verschiedene Helligkeitsstufen, sprich bleibe ich ein paar Sekunden auf dem Plus hier, geht das Red Dot an. Und mit Minus oder Plus kann ich es heller oder dunkler machen. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir hier die Stellschrauben, um das Red Dot einzustellen. Die Klicks von diesen Schrauben, muss ich wirklich sagen, sind sehr sauber. Also man fühlt sie sehr, sehr gut und lässt sich auch super einstellen. Ich hatte das auf der AR15. Ich hatte, glaube ich, 5 Schuss gemacht und dann war das eingestellt, fertig. Also richtig gut. Was hat das eigentlich für Feature? Wie schon erwähnt, kann man das einfach an- und ausmachen. Und dann hat es einfach nur noch eine, was heißt noch? Ich finde diese Option sehr gut. Eine automatische Abschaltfunktion, dass es nach der Zeit einfach, falls man vergisst auszumachen, geht es einfach aus. Diese Funktion hat das Ding. Weniger Funktion, weniger Fehlerquellen, so sehe ich das. Finde ich ganz cool. Also hat dieses Teil eigentlich wenig Schnickschnack. Ja. Es ist auf das Wesentliche reduziert, an, aus, heller, dunkler und schaltet sich von alleine ab. Finde ich ganz gut. Manche Red Dots haben auch Shake Awake oder andere Funktionen und. Aber das Shake Awake ist ein cooles Feature, nice to have auf jeden Fall. Aber frisst halt auch wieder Batterie. So. Ich habe dieses Teil also nicht nur auf der Armbrust getestet, sondern auch auf der AR15. Und zwar mit mehreren 100 Schüssen. Allerdings hätte ich ein Riser gebraucht, sprich eine Erhöhung. Ich habe es so montiert, wie ich es jetzt in der Hand habe, weil ich ganz einfach nicht eingesehen habe, jetzt mir einen teuren Riser zu kaufen, nur damit ich den Test durchziehen kann. Und somit habe ich mich halt ein bisschen gequält.
immerhin geht es nur um den Test, ob das Ding was drauf hat oder nicht, ob das Ding hält oder nicht. Jo. Dann kommen wir auch schon zum Ende bzw. zum Fazit, was ich von diesem Teil hier halte. Also ich muss wirklich sagen, auf der AR-15 macht es wirklich einen guten Job. Von der Größe finde ich jetzt, ist es kein Pistolen Red Dot. Dafür finde ich das schon ein bisschen zu bulky. Aber auf einem Gewehr oder eine Pistolenarmbrust finde ich, passt es ziemlich gut. Aber das ist eine persönliche Geschmackssache, wo man es montiert. Was ich noch sagen kann, ist, dieses Teil hier kann mit Sicherheit mit Premium-Produkte wie Holosun oder EOTech mithalten. Meiner Meinung nach, das ist sehr sauber. Der Dot ist sehr clean. Der Dot verschiebt sich nicht nach der Zeit und. Also sehr coole Sache. Aber was ich allerdings gerne hätte, wäre einfach noch einen grünen Dot. Also ich bin wirklich ein Fan von einem grünen Dot, den sieht man mehr und der ist auch einfach für mich persönlich angenehmer fürs Auge. Ja, das wäre so der einzigste Kritikpunkt, was ich an diesem Teil hätte. Es ist also Qualität, muss ich sagen, ist wirklich gut. Das ist komplett aus Alu. Also ich finde auf jeden Fall, der Preis für dieses Teil ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Da ist einfach, dieses Teil kann einfach auch mit den Premium-Produkten definitiv mithalten. Definitiv. Und das wird auch definitiv den Einsatz bei mir haben. Ja, im Prinzip war es das schon. Wie immer, supportet unseren Kanal, wenn ihr ihn liked, ihn teilt und auch abonniert natürlich. Da hilft ihr unserem Kanal definitiv weiter voranzukommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wie immer in unserer Beschreibung sind die ganzen Affiliate-Links, wo ihr Prozente haben könnt. Und. Bis dahin sage ich, wer kann, bis dann. Ne, wie war's? Wie sage ich immer?